Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report Livestream. Heute mit dem Thema Stimmung bei Goldaktien schlechter als im März tief 2020. Disclaimer. Stimmung bei Goldaktien schlechter als beim Corona-Allzeittief im März 2020. Der Goldminers Bullish Percent Index ist ein Maß für überkaufte und überverkaufte Zustände im Goldsektor. Es ist am Freitag unter das Tief von März 2020 gesunken. Solche Extremtiefs deuten eine baldige Umkehrung an. Und ich glaube auch nicht, dass dieser Überverkauf lange anhalten wird und eine ähnliche schnelle Gegenbewegung in den kommenden Tagen erfolgt. Wir haben das tatsächlich im März 2020 gesehen, diese Bewegung nach unten, absolut negative Stimmung. Aber Sie sehen, es hält nicht, solche absoluten Stimmungsschwankungen nach unten halten nicht lange an. Sie sehen, wie schnell sich das wieder zum Positiven gewandelt hat. Das ist jetzt auch zu vermuten. Ähnlich war das auch Ende 2015, Anfang 2016 und zur Finanzkrise. Im Nachgang sind das alles günstige Einstiegsmöglichkeiten gewesen. Und es ist sehr wahrscheinlich so, dass es jetzt auch wieder so sein sollte. Und meines Erachtens viele Goldaktien, gerade Goldaktien Penny Stocks, äh, liegen trotzdem höher als beispielsweise zum Corona-Krieg und haben ein höheres Hoch erreicht. Im Grunde genommen sind Goldaktien besser gelaufen, nur das wird von der Masse nicht gesehen. Aber viele Goldaktien waren meines Erachtens im März, April 2020 wesentlich tiefer und liegen heute wesentlich höher. Nun, es ist trotzdem ungeheuer tief. Und vermutlich ist es absolut weise, bei den guten Aktien mit großen Ressourcen und guter Chartdynamik nachzulegen. Schauen wir uns ein Beispiel an. Ja, nochmal hier zum QE, wie das hier dieser eine Analyst meint. Er meint auch, dass es, sage ich mal, diesen Zacken nach unten gibt, also ganz ähnlich wie 2020, wo wir jetzt aktuell sind, und dann, dass es dann nach oben schießt. Und ein Grund könnte sein, dass sie, sage ich mal, um die schlechte Stimmung zu retten, um gewisse positive Impulse geben, eingreifen. Es könnte sein, dass ein neues QE möglicherweise gestartet wird. Das letzte QE hat es im Grunde genommen, hier hat Gold um 630 Dollar höher gehoben. Aber meines Erachtens auch ohne QE von dieser Tiefe aus, denke ich mal, kann Gold eigentlich nur steigen. Das Sentiment ist unheimlich negativ. Äh, also meines Erachtens unabhängig, die Flucht aus den Währungen findet weiter statt. Die Comics kann kaum noch liefern. Also Gold steigt über 2000, 2300 in den nächsten 6 bis 9 Monate, was dann für die Goldaktien, gerade für diese unterbewerteten Penny Stocks, eine überproportional enorme Chance darstellt. Hier nochmal das Beispiel, das ich erwähnt hatte, Kupfer-Gold-Projektgenerator Quebec, Kanada, angehender Produzent. Hier sehen Sie es nochmal, dass hier beispielsweise hier 2020, als das letzte Extremtief war, hier im März, April, war die Aktie hier mehr oder weniger bei, ja, man kann sagen, 3 bis 5 Cent und ist halt gestiegen, hat dann wieder nachgegeben, es gab hier nochmal, sage ich mal, Ende 2021 ein enormes Peak und jetzt mit der Korrektur hat sie dann nachgegeben. Aber sie hat keinesfalls so nachgegeben, dass wir hier im März, April 2020 wieder angekommen sind, so wie diese Stimmung es suggeriert. Also es ist im Grunde genommen eine Fehlinformation. Von diesem Chart typisch gibt es viele. Die Gewinne, die Kurse sind enorm zurückgegeben, aber nicht so, wie die Stimmung es darstellt. Und genau das ist meines Erachtens die große Chance. Und Sie sehen, das ist ein klarer Aufwärtstrend. Man hat jetzt nochmal die Möglichkeit, hier billig nachzukaufen. Ja, ich habe hier einen Potenzialfaktor von 42 berechnet. Möglicherweise ist die Aktie dann ja auch wie um das 42-fache höher, wenn Gold bei 2500 doch mal ist. Also ich meine, das ist eine komplett andere
Stimmungssituation. Das kann man nicht mit aktuell vergleichen. Das ist da, wenn wirklich die Leute glauben, nur mit Gold und Silber können wir uns retten. Und das ist dann diese Euphorie ist da. Diese Euphorie haben wir jetzt nicht. Man glaubt im Grunde nicht mehr daran. Was meiner Meinung nach einer der größten ähm, Täuschungsmanöver überhaupt ist. Kurz vor meines Erachtens dramatischer Währungsverlust etc. wird suggeriert, dass Gold und Silber in dieser vor uns liegenden Zeit nicht helfen. Und das ist eben die große Täuschung. Und das wird natürlich von der Hochfinanz so gestaltet, so dass die Leute sich anderen Dingen zuwenden, diesen Sektor abschreiben und einmal werden sie doch überrascht. Das sind diese Spiele, so die typischerweise äh, mit einhergehen mit dieser Entwicklung. Okay, wenden wir uns dem Unternehmen nochmal zu. Das ist ein Kupfer-Gold-Projektgenerator, Operationsgebiet Quebec, Kanada, angehender Produzent. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Weiterentwicklung seines im Vergleich produzierenden Kupferminenkomplex um Pemiska in der Region Chapais-Chiagamo in Quebec reichlich Spielraum, um Mineralressourcen durch weitere Exploration in Definitionsböhmen zu verwenden. Man glaubt, man hat auch wesentlich weiteres Explorationspotenzial. Es gibt nur wenige vergleichbare Kupfer-Gold-Lagerstätten, die in dieser Kombination aus beträchtlicher Größe, robusten Gehalten und hervorragender Infrastruktur vor Ort in Quebec vorhanden sind. Also measured and indicated, also nachgewiesene Unzen, eben auch Kupfer, das sind nochmal 1,7 Milliarden Lips Kupfer, 0,65% Gramm, und das enthält 0,815 Millionen Unzen Gold, allerdings Low-Grade 0,31, also Gold ist in dem Projekt eher ein Nebenprodukt, der eigentliche Wert ist an sich Kupfer. Und in Ferret abgeleitete Ressourcen 240 Millionen Lips Kupfer und nochmal 210.000 Unzen Gold, ebenso Low-Grade. Dann haben sie noch die Lagerstätte Roger. Dort gibt es 330.000 Unzen mit 0,8 Gramm pro Tonne und abgeleitete Unzen 202.000 Unzen Gold. Ja, insgesamt ist es eine 50-prozentige Beteiligung. Also Sie haben von den 500.000 uns 250.000. Deswegen habe ich hier diesen Potentialfaktor 1,25 Millionen hier angegeben. Ähm, Grad des Goldes ist eigentlich 0,5. Das ist eigentlich Low-Grade und das ist 0,5. Also um diesen Multiplikatoreffekt verringert sich dann die Gesamtsumme. Ich habe aber 0,75 gemacht, weil wir Kupfer in keiner Art und Weise mit hier integriert haben, weil ist deren Hauptgeschäft, Kupfer, und das dürfte einen gewissen Wert haben, was diesen reinen Goldpotenzialfaktor aufwertet. Dann kommt man bei 22 Millionen Marktkapitalisierung eben auf diesen Potentialfaktor von 42. Also das jetzt hier von 0,15 um das 42-fache dann steigen könnte. Nochmal zur Lage. Also wie gesagt, Sie sind hier in Quebec. Das größte Gebiet ist dann auch dieses Siska-Projekt, also mit genügend Explorationspotenzial und eben das kleinliche Roger. Ähm, Deposit, wo sie 50% dran setzen. Es liegt halt in einer guten Lage, Infrastruktur ist vorhanden. Sie haben eine geplante Produktion von 80.000 Unzen Gold. Ja, ich meine, hier kommt vieles Gute zusammen. Großes Expansionsgebiet, leider Low-Grade, aber dafür eben große Wert Kupfer, kaum bewertet, 20 Millionen. Gold als Nebenprojekt, die Produktion ist anvisiert. Man hat 80.000 Unzen pro Jahr, also meiner Meinung nach durchaus mal eine Aktie, die man sich auch ansehen kann. Goldaktien, Bullenakt der 1970er Jahre. Das ist das, was wir uns erhoffen, dass aus diesen Penny Stocks gerade, ich hatte gerade das super schlechte Sentiment, also die super schlimme Stimmung erwähnt, das erzeugt meines Erachtens diese extremen tiefen Preise. Also was damals 5, 10 oder 20 Cent ist, ist es heute. Und wenn die Stimmung sich komplett ändern sollte, wenn das Inflationsthema Probleme mit den Währungen mehr und mehr ins Bewusstsein geredet, kann es meines Erachtens auch diese Werte annehmen, die damals auf 15, 20 Dollar stiegen, was dazu geführt hat, dass man aus 1.000 Dollar 50, 100, in einigen Fällen eine Viertelmillion gemacht. Und im Grunde genommen sind diese Goldaktien heute tiefer bewertet als
Damals gab es doch gar nicht diese Derivate, also das wird heute massiv eingegriffen. Also die Verzerrung ist über alle Maßen und daher macht es meiner Meinung nach Sinn, sich diesen Sektor auf alle Fälle anzugucken, falls eben doch die Unterbewertung abgebaut ist, was wir vermuten aufgrund dieser Lieferengpässe an der Comex und auch die Gefahr, dass es zu einem, wie soll ich sagen, zu einem Unfall kommt an der Comex, dass im Prinzip das ganze System umreißen kann, wird man sich früher oder später entscheiden, meines Erachtens, den Goldpreis irgendwo auf 2,3, 2,5 erstmal steigen zu lassen, allein um Zeit zu gewinnen, um Druck rauszunehmen. Ja, und das ist eben die ganz große Chance für Goldaktien. Und das dürfte daher das absolut nächste attraktive Investment sein. Wenn dann dieser Prozess möglicherweise vorbei ist, sind Goldaktien natürlich nicht attraktiv. Zum einen, weil natürlich Verstaatlichungsrisiko droht, dann sehen natürlich die Regierungen von Kanada bis Südamerika überall, das sind große Assets, die sind groß bewertet, aber das sehen sie momentan nicht. Momentan sehen sie dann eben nur die Arbeitsplätze etc. Also deswegen wird es wahrscheinlich auch nur diesen einen Move nach oben geben der Goldaktien und dann muss man verkaufen und man kann beispielsweise dann davon mehr Gold und Silber kaufen. Die haben dann nicht dieses Risiko von Goldaktien und falls dann der Goldbullmarkt dann doch weitergeht und wir erwarten ja, also Experten haben ja errechnet für Gold 5.000 bis 8.000 Kaufkraft, Silber 200 bis 400 Kaufkraft, das ist der absolute Krisenpeak, haben wir dann immer noch eine gute Entwicklung und davon müssen wir einfach so viel wie möglich besitzen von diesem Gold und Silber, um dann an diesem Krisehöhepunkt dementsprechend andere Assets kaufen zu können, also wieder normale günstige Aktien, falls da noch was vorhanden ist, oder Häuser oder Firmen oder whatever. Ja, was kann man tun? Man kauft eben diese benannten Penny Stocks mit großen Ressourcen, mit Superlativen, für die sich die Investoren später dann auch interessieren dürfen. 1000 Becker Report. Wir versuchen diese Aktien zu identifizieren und zu sortieren nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko. Wir versuchen, wie gesagt, den Potenzialfaktor zu errechnen. Wir haben auch eine Exit-Strategie dabei. Also, was kann man kaufen, wenn dieser Boom vorbei ist? Dieser Goldaktienboom. Ein Portfoliovorschlag mit persönlicher Beratung biete ich bei Interesse auch noch an. Einlagerung von Gold und Silber bei der Einkaufsgemeinschaft für Sachwerte. Das ist meiner Meinung nach ein fantastisches Abwicklungstool. Die sind zu jeder Zeit in Gold und Silber kommen. Wenn einige Händler bereits Probleme haben, ist es meist der sehr günstigste Preis, weil sie große Mengen kaufen und sie dementsprechend günstiger dann an die Ware kommen. Eine Überweisung, es gibt keine Mindestüberweisemengen oder sonst was wie bei anderen Händlern und schon ist es im zollfrei Lager in der Schweiz gut geschrieben. Genauso unkomplizierter Verkauf und Sie haben Ihr Geld zurück. Ja, Preisvergleich, Gold.de immer anschauen, die verschiedenen Händler vergleichen. Weitere nützliche Informationen, da finden Sie Informationen, mit welchem Broker können Sie arbeiten in der EU, mit welchem Broker in der Schweiz. Weitere Informationen über Experten, Bücher über Goldaktien. Ähm, ja, dann Diskussionsforen wie COCA ist auch verlinkt, da werden die Aktien in der englischsprachigen Welt diskutiert. Generell, wenn Sie Zustellungsprobleme, Rückfragen oder Anregungen haben oder auch allgemeine Informationen wissen wollen, Sie können mich einfach erreichen unter der Telefonnummer. Sobald es mir die Zeit erlaubt, würde ich Sie dann zurückrufen. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen einen guten Wochenstart und würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt soweit gefallen hat. Besten Dank und bis zum nächsten Mal.